So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem kleinen Explainer. Ich zeige euch heute an einem ganz konkreten Use Case, wie auch ihr eure Recherche oder die Art und Weise, wie ihr Informationen prozessiert, um 200 bis 800% beschleunigen könnt. Und das ist mal richtig in your face. Aber nicht nur beschleunigen, sondern eben auch qualitativ auf ein Niveau zu heben, das euch wirklich dienlich ist. Der Use Case, den ich euch heute präsentiere, ist von Basel Circular. Ganz kurz zu Basel Circular, das ist eine Public-Private Partnership. Ziel dieser Organisation ist es, Basler KMUs, Startups so weit zu befähigen, dass sie bis 2037 Kreislaufwirtschaftsprinzipien einfacher, sicherer in ihre Businessmodelle integrieren können. Voilà. Und die Führungsverantwortlichen von Basel Circular, die müssen jede Menge komplexe, kognitiv anspruchsvolle Reports, Dokumente und eben auch wissenschaftliche Studien lesen. Und wenn ihr selber ein Führungsverantwortlicher seid, ein Changemaker, dann wisst ihr natürlich aus eigener Erfahrung, wie anspruchsvoll das ist, immer up-to-date zu bleiben. Und was ich jetzt für Basel Circular gemacht habe, ist ein Executive Summary Agent. Das ist ein KI-Bot, der Reports, komplexe Dokumente und eben auch wissenschaftliche Studien in Sekundenschnelle zusammenfasst und das Wichtigste dann auf einem Silbertablett serviert. Wie genau das funktioniert, das zeige ich euch jetzt an einem Beispiel. Ich habe hier eine Studie, das ist eine Masterarbeit von der Michelle Studer. Michelle, nochmal vielen Dank, darf ich deine großartige Studie hier verwenden. Es ist eine qualitative Studie, Stichprobengröße war, glaube ich, 10 aus 2 Bereichen, Textil- und Lebensmittelbranche, irgendwie so. Die ganze Studie hat 180 Seiten, so mal richtig ganz dicht Informationen. Und es sind wichtige Informationen, gerade wenn ihr in diesem Bereich arbeitet, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, Businessmodelle, das ist eine Studie, die solltet ihr unbedingt gelesen haben. Jetzt kommt aber das Problem, so 180 Seiten, das liest man nicht einfach mal so. Ich habe einen Test gemacht, ich habe für eine Seite zum Lesen circa 2 Minuten. Und nach Adam Riese hätte ich circa 360 Minuten, um diese ganze Studie zu lesen. Basel Circular ist dann mit dem Wunsch an mich herangetreten, gibt es da irgendeine Möglichkeit, wie wir diese Zeit runterbringen können? Weil die Information, die sie tagtäglich verarbeiten müssen, die wird ja nicht weniger, sondern immer wie mehr, weil es gibt immer wie mehr Reports, immer mehr Studien. Das muss man auch mal bewältigen. Ich habe dann gesagt, ja, lass uns das mal probieren. Ich guck mal, wie weit wir eine KI prompten können, dass sie genau das macht, was ihr braucht. So, und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt schnell. Mach mein Bubblchen hier wieder kleiner und wechsle auf ChatGPT. Ihr könnt irgendeinen Anbieter, irgendein Sprachmodell benutzen, die sind alle mehr oder weniger gleich gut oder ehrlich gesagt auch gleich schlecht. Ich habe jetzt der Bequemlichkeit halber das hier gemacht. So, the Executive Summary for Changemakers. Und die mich kennen, die wissen, es sind vor allem die Changemakers, weil die probieren was Neues und die sind sich ihrer Verantwortung für den Wandel, für die Veränderung bewusst. Und diese Leute müssen wir doppelt unterstützen, dass wir vielleicht mal in einer besseren, faireren Welt leben, wo die Art und Weise, wie wir miteinander wirtschaften, nicht alles kaputt macht. Gut, aber jetzt fertig Philosophie. Gehen wir zum Bot. Ich zeige euch schnell im Schnelldurchlauf, wie dieser Bot funktioniert. So, und jetzt starte ich den Agenten mit einem einfachen Go. Dann werde ich gefragt nach der Studie. Die lade ich schnell hoch. Die habe ich irgendwo noch auf meinem Desktop. Da ist sie. Danke nochmal, Michelle Studer, dass ich mit deiner Studie arbeiten darf. Die ist nämlich perfekt. Sie ist komplex. Man braucht ein bisschen Grips, um die zu verstehen, und sie hat eine kritische Größe von 180 Seiten. Das ist also nicht etwas, das man so nebenbei noch beim Kaffee liest. Sicher nicht in einem vollen Tag. So, Enter.
Die Studie wird hochgeladen. Jetzt werde ich gefragt nach dynamischen Variablen. Ich arbeite nämlich sehr, sehr viel mit Variablen. Das erlaubt es mir, sehr komplexe Tasks runterzubrechen und die KI ja, einfach smarter zu prompten, damit ich wirklich die Ergebnisse bekomme, die ich brauche und nicht irgendetwas, das sich die KI gerade ausdenkt, liebe Leute. Das ist nämlich entscheidend, die KI euer Ding machen zu lassen und nicht irgendetwas. Ab jetzt müssen wir eigentlich Zeit stoppen. Ich habe euch gesagt, ich hätte 360 Minuten gebraucht, um die Studie von Michel zu lesen. Mal gucken, wie schnell das jetzt geht. Weiter. Voilà, jetzt kommt das Summary. Ja? Methodik wird hier angeguckt, Design. Es ist eine explorative, qualitative Studie. Datenerhebung, es waren Experteninterviews, Analyseverfahren, spannend für die da Bescheid wissen. Dann die Ergebnisse, Treiber und Hürden, Prototypentwicklung, Handlungsempfehlungen, kritische Reflexion, wichtigste Erkenntnisse, quasi die Key Takeaways auf dem Silbertablett serviert. Wie großartig ist denn das? Und es hat circa 1 Minute gedauert, dieses Summary generieren zu lassen. Und das ist mal richtig krass und das macht einen signifikanten Unterschied in eurem Arbeitsalltag. Wenn ihr ein Changemaker seid, ein Führungsverantwortlicher, müsst ihr ja up-to-date bleiben, aber ihr habt eben nicht Zeit, jedes Papier bis auf die letzte Seite zu lesen. Und sowas hier ist die Lösung. Das ist der Executive Summary Agent, den ich für Basel Circular gebaut habe. Der ist schon jetzt im Einsatz und trägt auch schon die ersten Früchte, weil sich die Leute dort ja, die haben plötzlich wieder mehr Zeit, sich um das eigentliche Kernbusiness zu kümmern und müssen gleichzeitig nicht Angst haben, irgendwas Neues zu verpassen. Gut, wenn ihr denkt, so ein Executive Summary Agent wäre eigentlich auch was für mich, dann müsst ihr unbedingt mein zweites Video angucken, weil dann gehen wir mal backstage und ich zeige euch den Prompt, der hinter so einem Agenten steckt und natürlich auch die Best Practices, wie man eine eigentlich sehr seltsame probabilistische Technologie wie generative KI richtig promptet, damit man gute, qualitativ gute Ergebnisse bekommt und nicht irgendetwas, das gut klingt, gut und plausibel klingt, aber eigentlich Bullshit ist.